Heute sind wir ganz exakt, zerbrechen uns nicht den Kopf und halten die Luft an. Hi, ich bin's wieder, Betty von der Ressinnovation und heute geht es bei uns um die Themen Mischen und Dosieren. Automatisiertes Mischen und Dosieren sind in Prozessverfahren der Industrie schon längst Stand der Technik, egal ob Windkraft, Automobil, Bootsbau oder Elektronik. In diesen Bereichen ist auch die Tadler GmbH tätig. Sie sind Experten im Dosieren und Mischen von Kunstharzen. Gerade bei zweikomponentigen Harzen, wie hier im Beispiel bei einem Elektroverguss, ist die richtige Dosierung und Mischung extrem wichtig. Dafür arbeitet Tadler mit ihren selbstentwickelten Dosieranlagen und dynamischen Mischern. So erzielen sie ein optimales Ergebnis. Auch bei uns in der Kanalsanierung spielt das Mischen und Dosieren von mehrkomponentigen Kunstharzen eine sehr wichtige Rolle. Für ein einwandfreies Endprodukt und immer gleichbleibende Qualität sind viele Dinge entscheidend. Die Mischzeit, das Mischungsverhältnis, die luftfreie Vermischung und die vollständige Vermischung beider Komponenten sind nur einige sehr wichtige Punkte. Für die richtige Dosierung ist genaues Abmessen nötig. Pi mal Daumen geht da nicht. Doch warum ist das richtige Mischen und die korrekte Dosierung bei der Harzherstellung eigentlich so wichtig? Wir waren für euch unterwegs und haben mit Dr. Jörg Sebastian gesprochen. Er ist Leiter des Prüflabors SPKS in St. Wendel. Also mein Name ist Jörg Sebastian. SPKS ist das Sachverständigenbüro für Kunststoffe Dr. Sebastian. Spezialisiert sind wir auf das Prüfen von verstärkten, unverstärkten Kunststoffen, hauptsächlich GFK-Produkte, CFK-Produkte oder synthesefaserverstärkte Polymere. Also generell ist das Anmischen eines Zwei-Komponenten-Systems auf der Baustelle einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Wird das Material unvollständig angemischt, wird nur noch eine Grenzflächenpolymerisation stattfinden. Das heißt, Harz trifft auf Härter, die Grenzfläche reagiert und damit haben wir weiche Produkte getrennt von irgendetwas Polymerisierten, einer Haut im Endeffekt. Ist die Anmischung vollständig, dann reagieren tatsächlich einzelne Moleküle miteinander, Harz als Öse, Härter als Haken, die reagieren miteinander und bilden einen Feststoff. Das heißt, Anmischung schlecht, Produkt schlecht. Gerade wenn es ans Mischen geht, dann haben wir Substanzen mit unterschiedlichen Dichten. Ein Harz mit einer Dichte von 1,2, 1,3. Ein Härter mit einer Dichte von 0,8, 0,9. Und wenn dann ein Umrechenfehler irgendwo auf der Baustelle passiert, stimmt das Mischungsverhältnis nicht mehr und das Produkt nachher wird weich bleiben, wird schlecht sein. Wir haben gelernt, das richtige Verhältnis von Harz zu Härter ist essentiell wichtig. Denn nur eine gute Dosierung hat auch ein gutes Endergebnis zur Folge. Aber auch eine luftfreie Vermischung beider Komponenten ist entscheidend für ein gutes Endergebnis. Wie in der Industrie verwenden auch wir Statikmischer für eine homogene und luftfreie Vermischung beider Komponenten. Die Experten der Firma Stamixco entwickeln und produzieren unterschiedliche Mischer. Wir haben uns mit Bernhard Huck getroffen und uns mit ihm über die optimale Vermischung unterhalten. Mein Name ist Bernhard Huck. Ich bin der Eigentümer der Firma Stamixco aus der Schweiz und wir beschäftigen uns seit über 20 Jahren nur mit statischen Mischen. Strömungssimulationen, Versuche, Computersimulationen und das Endprodukt sind dann statische Mischer für alle möglichen Anwendungen. Im Moment sind wir auf der K-Messe in Düsseldorf, das ist die größte Kunststoffmesse und wir zeigen hier unsere aktuellen statischen Mischen. Unser Slogan ist, die Mischung macht's. Wir haben Leidenschaft für Mischen, wir vermischen alle Medien, egal was für Viskositäten. Wir haben Freude am Vermischen im Rohr, in Leim. Was ist ein statisches Mischsystem? Es ist zum Beispiel eine solche Struktur. Da strömen zwei oder mehrere Flüssigkeiten durch und vermischen sich. Die Vorteile von solchen Mischsystemen sind, dass sie direkt im Rohr mischen. Sie haben kontrollierte Zonen. Alle Massepartikel müssen um diese Strukturen herumströmen und alle haben die gleichen Eigenschaften. Sie können Inline produzieren, also kontinuierlich. Sie haben keinen Batchbetrieb. Sie füllen nicht einen Kübel, mischen an, leeren aus. Nein, sie produzieren permanent, kontinuierlich. Im Prinzip gibt es keine Alternative für ein solches statisches Mischrohr als Einwegmischer. Was wäre die Alternative? Sie mischen das von Hand, rühren das von Hand. Sie haben keine Kontrolle, wie gut die Mischung ist. Sie haben sehr viel Abfall. Es gibt nur diese Lösung.
Wir von der Resonovation finden, Qualität ist keine Glückssache. Deshalb stellen wir den Anwendern unsere technischen Lösungen zur Verfügung. Wie zum Beispiel unsere 4K-Pastenmischanlage für das Mischen von pastösen Harzen oder unsere Partliner-Dosiertechnik für unser flüssiges Partliner-Harz. So läuft bei der Kurzliner-Herstellung alles glatt. SBKS kennt sich mit den Prüfungen von Linern aus und weiß, wie schwer es ist, eine gleichbleibende Qualität zu erzeugen, gerade auf der Baustelle. Wenn der Schlauchliner im Werk hergestellt wird, alles gut, dann kann man unter kontrollierten Bedingungen, Temperatur, Luftfeuchte und so weiter arbeiten. Wenn das allerdings auf der Baustelle passiert, dann gibt es gewisse Punkte, die man einhalten muss, gewisse Freiheitsgrade, die man auf einer Baustelle einfach hat. Werkseitig gefertigt würde ich sagen, ja, irgendwo ein standardisiertes Produkt in Anführungszeichen. Baustellenseitig hergestellt ist es einfach viel schwieriger. Es kommt immer auf die Kolonne, es kommt auf den Einzelnen an, wie gut er den Qualitätsgedanken verinnerlicht hat. Mit unserem Partliner-System bringen wir die Kurzliner-Herstellung auf ein neues Level. Automatisierung erleichtert die Herstellung und liefert ein hervorragendes Endergebnis. Mit unserer Dosiertechnik hängt das Mischen nicht mehr von irgendwelchen Umweltfaktoren ab, sondern ist automatisierte Präzision. Harz und Härter werden automatisch aufeinander abgestimmt. Das heißt, kein lästiges Messen oder Abwägen mehr. Einfach die relevanten Daten in die App eingeben und schon wird die benötigte Menge berechnet. Durch einen einfachen Tastendruck wird der Mischvorgang gestartet. Kein lästiges Rechnen, keine Messungenauigkeit und immer die perfekte Dosierung, ganz egal wann oder wo. Kurz abwarten und schon fließt perfekt gemischtes Harz. Aus einer Mischzeit von 4 Minuten werden durch den Statikmischer wenige Sekunden. Die beiden Komponenten werden dabei perfekt aufeinander abgestimmt und homogen und luftfrei vermischt. Auch Lufteinschlüsse oder Verschmutzung von außen sind kein Problem mehr. Es bleiben keine unvermischten Materialreste zurück und es erfolgt eine komplette Restentleerung der Kanister. Mit dem Partliner Vakuumimprägnierer wird die Glasfasermatte dann vollständig imprägniert. Alles einfach, automatisiert, ohne Kontakt zum Material und vor allem ohne Lufteinschlüsse. Anders gesagt, egal wie die Lage auf der Baustelle aussieht, mit unserem Partliner-System erzeugen wir immer dieselbe hohe Qualität. Denn Qualität, Arbeitssicherheit und Begeisterung beim Kurzliner hat einen Namen. Partliner, das Original. Unser Dank geht an Dr. Jörg Sebastian von SBKS, die Tadler GmbH und Herrn Huck von Stamixco. Habt ihr noch Anmerkungen oder Fragen, dann ab damit in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal, um immer über die neuesten Videos informiert zu sein. Für aktuelle News besucht unsere Website oder folgt uns auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Das war's von mir, ich bin für heute raus und wir sehen uns beim nächsten Video.